Gott! Alle Macht der Nationalen Krähenpartei und ich bin der Präsident dieser Partei. Aloha, ihr Legacy of kein Ohrhasen, beziehungsweise kein Kiefer-Vampis. Raziel ist die Rückkehr aus der Ebene der Toten gelungen und nun trifft er zum ersten Mal andere Wesen in der wahren Welt. Monströse Viecher, die gerade dabei sind, einen Menschen auszuweiden. Dies sind zwei Vampire, beziehungsweise das, was aus der Gattung der Vampire in den letzten ca. 500 bis 600 Jahren wurde. Denn ja, so lange etwa lag Raziel auf dem Grund des Abyss herum. Das ist nicht möglich, dies abscheulich wimmelnde Gezücht kann nicht von unserem hohen Blut abstammen. Wie alle Hüter ist Kain nach wie vor vom Fluch von Nupraptors Wahnsinn betroffen, dadurch verdorben und alles, was er erschafft, ist ebenfalls von vornherein korrumpiert. Statt sich also weiterzuentwickeln und immer edler zu werden wie die alten Vampire, degenerierte diese Generation zu geistlosen Bestien. Ich habe übrigens immer gedacht, dass das da am Maul deren Zunge sein soll und sie ihre Opfer wie durch einen Schlauch aussaugen, aber andererseits zutscheln Vampire in Nosgoth ja per Telepathie aus, also könnte das bei der eher groben Playsy-Grafik auch das Blut sein, was die da aufnehmen. Wozu haben Vampire in dieser Welt überhaupt ihre Fangzähne? Dieser erste Kampf gegen unsere ehemaligen Verwandten dient dazu, die besondere Natur des Kampfes in Soul River zu demonstrieren. Vampire verfügen über enorme Selbstheilungskräfte, weshalb Raziel sie nicht einfach mit seinen bloßen Klauen niedergemetzelt kriegt. Er kann sie zwar schwer verletzen und betäuben, aber nicht töten. Dazu benötigt er entweder Waffen, die pfählen, Feuer, Wasser oder bei jüngeren Vampiren Sonnenlicht. Das passt und passt gleichzeitig auch nicht zu dem, was wir über Nosferatu in Blood Omen erfuhren. Ja, Kain nahm massiv Schaden durch Feuer und Wasser und Sonnenlicht hat ihn zumindest geschwächt. Aber er hatte keinesfalls Wolverines Mutantenheilung. Wenn er Verletzungen einsteckte, dann musste er sie mit Blut verarzten. Dagegen hier, wo selbst ein toter Vampir wieder aufsteht, wenn das, was ihn umbrachte, entfernt wird. Nur der Verzehr der Seele und damit die Erlösung sorgt für ein dauerhaftes Ende. Man darf sich ja da fragen, wie die alten Vampire überhaupt ausgelöscht werden konnten unter diesen Bedingungen. Ich meine, alles, was Vorador hätte tun müssen, ist bei Nacht die aufgespießten Kollegen wieder von den Pfählen absammeln. Es ist zwar etwas doof, dass hier nun irgendwelche unbedeutenden Alleweltsvampire aus der dritten Kaste mehr aushalten als die Hauptfigur im Vorgänger, aber spielerisch mag ich es, dass die Kämpfe nicht nur aus Kloppen bestehen, sondern dass auch immer eine leichte taktische Note mitschwingt und du eine Motivation hast, die vielen Waffen im Spiel auch zu nutzen. Nachdem wir somit die letzten Teile des Tutorials hinter uns brachten und dabei unsere erste Kiste schoben, ein Anblick, an den man sich schon mal gewöhnen darf, da kommt schon einer dieser unfreiwillig lustigen Soul Reaver Momente. Oh Gott! Ja, ich weiß, der Ausruf gilt dem Entsetzen über das verfallene Reich, aber es ist einfach so ulkig, dass das erste, was man sieht, die Krähe ist und ich und irgendwie jeder dachte, was ist dein Problem mit Krähen? Bist du als Kind mal in einen Kessel mit Krähenfüßen gefallen? Das Gebäude hier ist das Heiligtum der Clans, das Zentrum von Kains Imperium. Das ist der Ort aus dem Intro, nur von außen, und scheinbar ist der Lack wohl etwas abgegangen. Hier auf diesem eher großzügigen, offenen Gebiet sehen wir auch, dass es mit der Weitsicht nicht allzu weit her ist. Das war in der Konsolengeneration leider so üblich, stört bei Spielen, die ohnehin eher düster und spooky sind, nicht weiter, wenn ein bisschen Nebel ist. Nicht mal den Himmel bekommen wir je zu sehen, wofür es interessanterweise einen Grund in der Geschichte gibt. In Soul Reavers Spielanleitung berichtet uns Raziel, wie Kain nach seiner Eroberung anfing, die Welt etwas vampirgerechter umzuformen, sie quasi barrierefrei zu machen für Blutsauger. Dazu gehörte, und das sehen wir auch im Intro, die Errichtung gewaltiger Brennöfen, mit deren Qualm das Licht der Sonne verdunkelt wird. Apropos Intro. Nächster Halt ist der Vortex, also Raziels Hinrichtungsstätte. Unser Held nutzt diesen Ort, um sich erstmal zu orientieren. Und das bringt mich zu der Frage, wo liegt der Abyss eigentlich? In Blood Omen sind wir einem solchen Ort ja nie begegnet.
Nun, Raziel nennt ihn während der Einleitung den See der Toten. Und einen See der Toten gab es im Vorgänger durchaus. Das ist das Gewässer in der Nähe von Vorados Villa, wo die Insel mit Stonehenge und dem Teleporter in die verlorene Stadt liegt. In den 1000 Jahren zwischen Blood Omens Ende und Soul Reavers Intro muss sich hier die Landschaft derart verschoben und verändert haben, dass ein unter dem See liegender Strudel, der in den Bau des Älteren führt, freigelegt wurde. Da ich aber nicht nur Spekulatius anbieten möchte, so lecker der auch ist, habe ich lang und breit diverse Interviews und Forenantworten der Entwickler und Autoren durchwühlt und bei meiner Recherche haben sich folgende Punkte als offiziell bestätigt herausgestellt. Erstens. Ja, das hier ist der See der Toten aus Blood Omen. Ursprünglich war der See der verlorenen Seelen dafür vorgesehen, das ist das Gewässer beim Puppenmacher, weil das thematisch offensichtlich gut zu Soul Reaver passt. Doch dann war es Amy und Co. wichtiger, dass der Abyss das Zentrum der Spielwelt darstellt und der See der Toten liegt dann nun mal ziemlich mittig auf der Karte. Zweitens, es gibt eine Verbindung zwischen der verlorenen Stadt, Stonehenge und dem Abyss. Nur wie genau diese Verbindung aussieht, wird bewusst offen gelassen und der Fantasie des Spielers überlassen. Drittens, der Ältere hat seine Tentakel dabei im Spiel, denn er zog die verlorene Stadt zu sich nach unten in den Abyss, was Riesenkraken in der Fiktion halt so machen, Dinge zu sich nach unten ziehen. Tatsächlich ist das hier aber eine weitere bewusste Lovecraft-Referenz, die versunkene Stadt R'lyeh, in der der große alte Cthulhu haust. Dort sehen wir auch verschiedene große Steinsäulen in einem Rund angeordnet, was womöglich die versunkenen Überreste von Stonehenge oder der Stadt sein könnten, nur eben von Zeit und Wasser abgenutzt. Vom Vortex aus beschließt Razi herauszufinden, was aus seinem eigenen Clan, seinen Nachkommen wurde. Nun, nicht viel. Alles verwüstet, mein einstmals stolzes Geschlecht von dieser Welt gewischt wie Exkrement von einem Schuh. Dafür, dass Raziels Territorium scheinbar schon lange in Trümmern liegt, ist es zumindest bemerkenswert, dass seine Banner noch hängen. War wohl zu anstrengend, da extra hochzuklettern und die abzunehmen. Das Gebiet wurde von derselben Art Vampir überrannt, denen wir schon am Anfang begegneten. Dies sind sogenannte Dumahim, benannt nach Kains drittem Sohn Duma. Sprechen wir also mal fix über die Struktur von Kains Imperium. Wie die Anleitung uns verrät, erschuf Kain am Anfang seiner Welteroberung 6 Söhne, die ihm bei der Machtergreifung halfen. Jeder etwas weniger mächtig als der vorige, wodurch sich eine Rangordnung ergab. Raziel war der erste und er hat den größten Teil von Kains Macht erhalten. Dann kamen Turel, Duma, Rahab, Zephon und Melchiah. Jeder der 6 erschuf weitere Vampire, wodurch die 6 Clans entstanden. Kain selbst hat keinen Clan, er regiert einfach über alle. Wie man aus Interviews der Entwickler und auch durch subtile Hinweise im Spiel erfahren kann, ist die Beziehung der 6 Brüder untereinander recht komplex. Jeder Clan versucht dem anderen Gebiete abzuluxen, Bündnisse zwischen den Brüdern wurden beschlossen und wieder gebrochen und alle 6 strebten letztlich um die Gunst von Kain. Die Dumahim, denen wir bisher begegnet sind, sind sowas wie die Standardgegner in Soul Reavers Oberwelt, ähnlich wie die Sluag in der Unterwelt. Wie kommt das? Ich meine, rein spielerisch betrachtet ist man es doch gewohnt, dass die schwächeren Gegner das Kanonenfutter sind und nicht die stärkeren. In Fantasy-Spielen kämpfst du dich zum Beispiel durch Horden von Goblins, bevor du zu den Ogern kommst. Wenn wir bei der Analogie bleiben, dann ist hier die Welt voller Oger und die Goblins sind nur ein überschaubarer Haufen auf einem eher kleinen Gebiet. Und da fiel es mir auf. Das ergibt natürlich viel mehr Sinn so rum. Warum sollte denn auch der schwächste Clan die dominierende Spezies in der Welt sein? Klar verbreiten sich die Stärkeren besser und natürlich würde einer der höherrangigen Vampire das Clangebiet von Raziel nach dessen Sturz für sich beanspruchen. Doch wenn das so ist, warum die Nummer 3 und nicht die Nummer 2? Nun, um hier ein wenig vorauszugreifen, nicht nur Raziel glänzt in den letzten Jahrhunderten durch Abwesenheit. Auch Turel hat sich etwas rar gemacht und so ist Duma de facto der oberste Vasall von Kain Nosgoth und seine Nachkommen der führende Clan. Apropos Clans. Am Ende von Raziels Bollwerk liegt die Grenze zum Revier seines kleinsten Bruders Melchiah. Also wird dem nun ein Besuch abgestattet. Die Melchiahim sind die schwächsten Nachfahren Kains. Ihnen wurde so wenig von der vampirischen Gabe eingeflößt, dass ihre Körper kaum die natürliche Verwesung aufhalten können. Sie müssen darum nicht nur das Blut, sondern auch das Fleisch und die Haut ihrer Opfer konsumieren, um nicht auseinanderzufallen. Die besondere Gabe des Clans ist, dass sie sich unter der Erde fortbewegen können, wodurch Soul Reaver sowas wie ungeskriptete Jumpscares hat, also solche, die tatsächlich mal effizient sein können.
Ebenso ruhen sie unterirdisch. Wenn du also solche Maulwurfshügel hier findest, dann hüpft da gerne mal ein morgenmuffeliger Leichnam raus. Passend dazu nennt man das Hoheitsgebiet Melchias die Nekropolis. Hier dominieren also Verfall und Verwesung, Friedhöfe, Krypten und all solch gruselige Szenarien. Und vor allem diese Treppe, von der man sehr schnell Kopfschmerzen kriegt. Diese Treppe führt zu einem Portal, das Schnellreisesystem in Nosgoth. Über die ganze Welt sind solche Tore verteilt und die sind auch wirklich nötig, denn das Spiel startet immer in der Kammer des Älteren und direkt nebenan ist direkt das erste Portal. Dabei fällt erst recht auf, wie technisch stark Soul Reaver ist, denn es gibt keine Ladezeiten. Zumindest keine, die du als Spieler mitbekommst. Du kannst die ganze Welt durchstreifen und wirst nicht ein einziges Mal warten müssen. Davon kann so manch modernes Spiel nur träumen. Die Festung von Melchia beginnt auf der anderen Seite eines Sees. Im Inneren trifft Raziel auf etwas Neues. Ein bereits toter Vampir. Tod durch Verkokeln. Tja, die Menschen sind nicht ganz aus Nosgoth verschwunden. Hier und da treiben sich noch tapfere Vampirjäger herum und die ersten davon treffen wir in diesem Abschnitt. Sie sind Raziel gegenüber nicht feindselig gesonnen, zumindest nicht solange er sie in Ruhe lässt. Sobald sich dann rumgesprochen hat, dass da ein neuer Sheriff in der Stadt ist, der die Vampire zur Strecke bringt, wird Raziel sogar von den Sterblichen als Retter angebetet. Das geht so weit, dass sie sich freiwillig von Raziel aussaugen lassen, also etwas von ihrer Lebensenergie abgeben. Man muss nur aufpassen, dass man den Jünger rechtzeitig wieder loslässt, denn wenn einer stirbt, schalten automatisch alle Menschen im Land auf feindlich. Ihre Waffen sind entweder Gewehre, mit denen sie Pflöcke verschießen, so Gänseklein-Style, oder noch effizienter Flammenwerfer. Und das bringt uns wieder zurück zu dem Brikett in Melchias Gewölben. Hier zeigt uns das Spiel nun, was mit Vampiren passiert, deren Seele zu lang vom Körper getrennt wurde und ewig in der Geisterwelt verharren. Sie nehmen ihre räuberische Natur mit und werden zu Seelenvampiren, ähnlich wie Raziel. Haha, sowas Besonderes ist der kleine Razi gar nicht. Also außer, dass er sich seinen Verstand bewahrt hat natürlich. Diese Gegner können lästig sein, besonders wenn es mehr als einer ist, und sie tauchen immer dort auf, wo die Macher dafür sorgen wollen, dass die spektrale Ebene kein sicherer Hafen für dich ist. Werfen wir einen Blick auf die Wände der Nekropolis, sowie auf die Grabsteine draußen. Die sind allesamt voller Runenschrift. Ich hatte erst gehofft, die mit Hilfe des Alphabets aus Blattomen übersetzen zu können, doch leider sind das gänzlich andere Symbole. Von dem, was ich bisher dazu im Internet finden konnte, scheint diese Schrift bislang nicht übersetzt worden zu sein und es steht zu bezweifeln, ob sie überhaupt was bedeutet. Bei den matschigen Texturen erkennt man das meiste ja sowieso nicht. Zumindest können wir etwas aus der puren Existenz dieser Aufzeichnungen und ihrer Abwesenheit in Blattomen schließen, denn dort waren Schilder und Schriftstücke in Englisch verfasst. Nämlich, dass diese Zeichen von Kain als so eine Art Schrift der Vampire eingeführt wurde. Darum nennt man es unter Fans auch das Empire-Skript. Nach einer Blockschiebeschlosstür kommen wir in einen Raum, bei dem wir unsere ersten 2 Rätsel in Soul Reaver kosten dürfen und beide repräsentieren sehr gut die qualitative Diskrepanz solcher Puzzle im Spiel. Tatsächlich könnte ich hier eine neue Rubrik einführen, so gutes Rätsel, schlechtes Rätsel. Schlechtes Rätsel, einen Block von einer Raumseite zur anderen befördern und weil er jenen Block nicht diese dackelhohe Kante hochbekommt, muss er ihn stattdessen durch diese Grube voller Melchior wuchten. Gutes Rätsel. Raziel muss diese Kammer oben über die Deckenbalken überqueren und kann dabei so eine Art Waage nutzen. Sobald er draufspringt, geht seine Seite runter und die andere Seite hoch. Was nun so ganz ohne Gegengewicht? Nun, du wechselst in die spektrale Ebene, wo Masse nichts bedeutet, und dort kann unser Flattermann auf die höhere Plattform springen, ohne sie zu bewegen und kommt so weiter. Dann verschiebt er wieder eine Kiste, damit sich eine Tür öffnet, die dann zu einer weiteren Kiste führt, mit der man am See einen neuen Bereich erreicht. Wenn wir dem neuen Weg folgen, finden wir Melchias eigentlichen Unterschlupf, ein recht unscheinbares Häuschen, das in seinem Inneren dann doch viel mehr Platz bietet, denn dieses Gebäude ist nach unten in die Erde gebaut, passend zur Natur des Clans. Hier gilt es, den heruntergekommenen Fahrstuhl zu reaktivieren. Da die Melchis ja durch die Erde tauchen können, brauchten sie diese Maschine wohl nicht länger. Eine Maschine. Dies ist ein neues Element, das nach Nosgoth kam. Mechanik und Industrieanlagen. Die Welt von Blood Omen war reines Fantasy, sehr mittelalterlich und die einzigen maschinenartigen Konstruktionen waren so Speerfallen oder ähnliches. Soul Reaver vermittelt uns, dass es technischen Fortschritt während der letzten 1500 Jahre gab. Eigentlich logisch, aber viele andere Fantasy-Universen ignorieren sowas immer gerne. Nicht wahr, du alte Republik, in der nichts wirklich älter ist?
Zunächst muss der Antrieb des Fahrstuhls reaktiviert werden und anschließend die Stützpfeiler, die ihn blockieren, zerstört werden. Dazu werden Blöcke mit Feuer verschoben. Und anschließend benutzen wir die Blöcke nochmal, um die Plattform genug zu beschweren, um sie zur tiefsten Ebene zu drücken. Und hier unten treffen wir nun endlich Raziels geringsten Bruder. Zeig dich, Kreatur! Erkennst du mich nicht, Bruder? Habe ich mich so verändert? Melchior? Ja, Bruder, du hättest bleiben sollen, wohin dich der Gebieter schickte, Raziel. Du wirst feststellen, dass Northgard weniger angenehm ist, als du es in Erinnerung hast. Was ist aus meinem Clan geworden? Antworte mir, kleiner Bruder, oder ich prügle die Antwort aus dir heraus. Alle fürchten sich, mein Bruder. Du bist erwacht in einer Welt der Furcht. Diese Zeiten der Veränderung bringen alles so durcheinander. Glaubst du, ich verspüre kein Ekel vor dieser Gestalt? Glaubst du tatsächlich, dass unser Gebieter sein Reich für das Erbe eines Emporkömmlings riskieren würde? Genug Rätsel, worauf willst du hinaus? Du bist der Letzte, der sterben wird. Das war damals beim ersten Mal spielen eine absolut schockierende Enthüllung für mich. Dieser grauenhafte, bemitleidenswerte Haufen Fleisch. Ein wandelndes Bad Ending von I Have No Mouth and I Must Scream. Die Art, wie er sich bewegt auf seinen Außenkadaver. Während Melchiors Nachfahren nicht nur Blut, sondern auch Haut und Fleisch brauchen, nimmt der Stammesführer selbst scheinbar direkt den ganzen Körper seiner Opfer in sich auf, um den Verfall der eigenen Hülle hinauszuzögern, und nun wuchert er einfach wie ein Geschwür. Die Anfänge sieht man dafür bereits bei seiner menschlicheren Vampirform. Schon da schien er mit Leibesproblemen gekämpft zu haben, so wie seine Kopfhaut auseinanderreißt. Obwohl Melchior als der schwächste Sohn Kains aufgebaut wurde, ist er ein überraschend mächtiger Gegner. Ein einziger Treffer kostet Raziel jede Menge Lebensenergie und trotz seiner Leibesfülle ist er überraschend schnell und immer näher hinter dir, als du denkst. Außerdem kann Melchi physische Hindernisse wie Gitter und Tore durchqueren, indem er scheinbar halb in die Geisterebene rüberdriftet, denn er steht ja praktisch schon mit einem Bein im Grab oder mit einem Torso-Bein-Ding, was er da hat. Dementsprechend bist du in der spektralen Welt nicht sicher vor ihm, denn Melchior kann dir dorthin folgen. Auch das hatte mich unheimlich überrascht. Und dort ist er vollkommen unbesiegbar und benötigt nicht mal ein Portal, um dir auf die materielle Ebene zurückzufolgen. Kurzum, eigentlich ist Melchior gar kein Schwächling. Das hat er sich nur von seinen mobbenden Brüdern einreden lassen. Naja, und dass er dauernd verwest und bestimmt streng riecht, macht's wohl auch nicht besser. Als Einsteiger kann man an diesem Bosskampf eine Weile hängen, weil du nicht weißt, was du tun musst und dich die Macher sogar nicht ganz fair auf eine falsche Fährte locken. Wenn du Melchior frontal angreifst, egal ob mit Klauen oder Waffen, wird er nur drüber lachen. Doch wenn du ihn umtänzelst und von hinten attackierst, wird er vor Schmerz brüllen. Videospielkonvention würde dir nun sagen, dass du seinen Schwachpunkt gefunden hast und den weiter malträtierst. Aber Irrtum. Es ist egal, wie sehr du versuchst, Brüderchen zu vermöbeln, du kannst ihn nicht verletzen. Die unterschiedlichen Reaktionen sind einfach nur so da, um dich halt zu verwirren, schätze ich. Schließlich dämmert es dir irgendwann. Die großen Bosse in Soul Reaver sind mehr als Rätsel, denn als Kämpfe zu verstehen, weil auf herkömmlichen Weg kann Raziel sie nicht erfolgreich bekämpfen. Melchior zum Beispiel musst du in Fallen locken. Verteilt in dieser Arena sind Kammern, in die scheinbar kein Weg führt. Tatsächlich befinden sich oberhalb der Tore Nischen, durch die der Held hüpfen kann. Aber find die erstmal, wenn du nicht weißt, dass die dort sind. Ist ja nicht so, als könntest du dich mal in Ruhe umschauen. Und die PS1-Grafik hilft auch nicht gerade dabei. Im Innern dieser Kammern ist nichts, außer ein Hebel, um das Gatter zu heben und zu senken. Man sperrt Melchior also dort ein, oder? Nee, weil Melchior kann ja durch Gitter gehen. Der Trick ist, das Tor in dem Moment fallen zu lassen, wenn der Koloss von Mopsos direkt drunter durchläuft und ihn damit aufzuspießen. Nun nimmt er auch sichtbaren Schaden. Das Ganze wird an einer anderen Stelle nochmal wiederholt, wodurch sich aus irgendeinem Grund der Hebel in Melchiors Thronbereich löst, der einen riesigen Fleischwolf an der Decke der Kammer steuert. Okay, warum auch immer der sowas hat. Vielleicht lässt sich fremdes Fleisch besser vernähen, wenn man es vorher püriert? Sag mir, Melchior, wo finde ich Kain?
Der Gebieter ist unerreichbar für dich, Raziel. Er zeigt sich, wenn er dies für richtig hält, nicht auf dein Verlangen. Ich bin frei. Das hast du gut gemacht, Raziel. Bin ich so tief gesunken? Bin ich verteufelt? Ein Brudermörder? Das mag ich irgendwie, dass Raziel den Tod von Melchior bedauert. Er kam nicht mit der Absicht her, sich an diesem schwächsten seiner Brüder zu rächen. Wieso auch? Ich meine, was hätte ausgerechnet Melchior damals machen können? Einspruch erheben? Dann hätte ihn Kain im besten Fall an seinen Platz erinnert und im schlimmsten und realistischeren Fall hätte er Raziel in den Abyss folgen dürfen. Ihr merkt schon, auch anhand der Länge, die ich diesem Abschnitt widme, dass die Begegnungen mit Kains Statthaltern so die Highlights von Soul Reaver sind. Dabei erfahren wir in-game gar nicht so viel über sie. Hier und da Monologe von Razi und Eldi und dann ein kurzes Gespräch. Darum, einfach um das ein bisschen besser zu beleuchten, hier ein Zitat von Daniel Cabuco über Melchiors Charakter, als ein Fan ihn fragte, ob dieser depressiv sei und von seinen Brüdern unterdrückt wird. Melchior ist weder depressiv noch unterdrückt. Obwohl er ursprünglich das Gefühl hatte, er habe nur eine schwache Gabe erhalten, sein Körper zerfällt immerhin dauernd, erkennt er, dass er dafür eine andere Gabe erhielt. Die Fähigkeit, sich selbst fremde Körperteile hinzuzufügen, um seinen Leib so umzuformen, wie es ihm beliebt. Es war ihm sogar möglich, auf diese Weise Tore und Gitter zu durchqueren. Mit dieser Erkenntnis begann er eine kranke Reise der Experimente, um zu beweisen, dass er und sein Clan die mächtigsten und zahlreichsten von allen werden könnten. Seid auch beim nächsten Mal dabei, wenn Raziel zaubern lernt, ein Geist aus der Vergangenheit erscheint und ein Krabbeltier aufgescheucht wird.